Moin zusammen. Ja, gibt doch schon wieder ein kleines Update für euch. Und zwar haben sich so ein, zwei Dinge getan. Nochmal hier bei der Waldbahn. Aber wirklich nur ganz, ganz kleine Dinge. Und zwar ist das eine, ihr seht das da hinten, die rote Plastikwaldhütte, die ist jetzt verschwunden. Und stattdessen haben wir hier einen weiteren Lasercut-Bausatz. Und zwar ist das von Modellbahn Union das sogenannte Bienenhaus. Und das passt aus meiner Sicht farblich und vom Stil her hier viel besser. Ich bin mir jetzt immer noch nicht ganz schlüssig, wie rum ich es stelle, so. Deswegen ist es hier noch nicht so richtig eingebunden, sondern steht da jetzt einfach nur im Wald. Und immer wenn ich dran vorbeigehe, überlege ich, will ich so haben oder ich drehe es nochmal, bis ich mir dann sicher bin. Alles andere sind jetzt tatsächlich Updates im Rollmaterial. Das heißt, wir haben hier zwei neue kleine Holzloren dazu bekommen. Die sind auch tatsächlich neu. Also ansonsten hatte ich jetzt quasi relativ viel. Diese anderen kleinen Loren hatte ich zum Beispiel gebraucht, von eBay gekauft. Die sind jetzt neu gewesen, 2 Stück für knapp 15 Euro, glaube ich, von Rocco. Und in dem Zuge auch neu, das ist das, was wir hier sehen, ist der Waldbahn-Personenwagen hier. Ich nehme mal die Diesellok hier ab, die passt da ja nicht so richtig zu. Was kann man zu dem sagen? Ja, es ist schon ein detailliertes, schönes Modell mit Inneneinrichtung, wie ihr hier sehen könnt. Und passend dazu gibt es eben auch noch Werkstattwagen oder ähnliches. Da werde ich wahrscheinlich noch den einen oder anderen in Zukunft ergänzen. Wenn ihr ganz genau hingesehen habt jetzt gerade, dann wird euch, wenn ihr den Wagen kennt, vielleicht aufgefallen sein, dass ich hier die Trittstufen abmontiert habe. Liegt daran, ich fahre ja hier teilweise auf dem Arnold R1 und das war verdammt eng, die Bewegung vom Drehgestell zu der Trittstufe. Und da habe ich mir gedacht, dann nimmst du die Trittstufe zur Sicherheit mal ab, dann entgleist er vielleicht auch nicht in jeder 10. Runde und man weiß nicht warum. Ja, theoretisch kann man hier noch eine Innenbeleuchtung einbauen oder so, aber erstmal ist das eigentlich ein schöner Waldbahnwagen und ihr seht auch im Verhältnis zu den Loren, die wir hier haben, ist das schon ein anderes Kaliber. Passt aber, und damit kommen wir jetzt nochmal zu einem weiteren Update zu dieser Lokomotive hier. Und zwar ist das eine Baldwin 1012D von Bachmann als Schmalspur 009. Das heißt also in 1:76. Aber ihr seht, wenn ihr hier reinguckt, die kleinen 1:87 Lokführer, die kommen damit klar. Und wenn man da durchguckt, durch die Fenster, sieht man auch deren Köpfe. Das heißt, das passt. Sehr geile Lokomotive, ihr seht schon hyper detailliert und dazu gibt es nochmal ein spezielles Review, wo wir uns das wirklich anschauen. Insbesondere, weil diese Lokomotive ab Werk schon mit einem Lautsprecher kommt und einer Schnittstelle für einen Decoder. Das heißt, es juckt mich jetzt natürlich in den Fingern, die Waldbahn hier einfach mit einem Kabel nicht an so einen Transformator hier anzuschließen, sondern stattdessen einfach runterzuführen an Fredhaun, was wir hier direkt nebenan haben. Und dann könnte ich die Gleise hier mit Digitalstrom versorgen. Ist vielleicht eine Überlegung wert, weil dann könnte ich mir durch die Investition in einen kleinen Sounddecoder hier eine super coole digitale Lokomotive mit Sound erschaffen und bräuchte dafür nicht mal irgendwas umbauen. Ist natürlich in der Größe, wenn ihr euch das anguckt, ihr seht jetzt mal meine Finger hier, schon eine ganz coole Leistung. Das waren eigentlich so die Hauptupdates. Kann sein, dass ich jetzt noch ein, zwei kleine Dinge, eine Blume oder irgendwie sowas irgendwo vergessen habe. Was mir jetzt gerade noch einfällt, genau, ich habe jetzt hier da noch eine Restfigur quasi
ihrer Beine amputiert und ins Führerhäuschen geklebt, sodass die Lok eben nicht so geistermäßig durch die Gegend fährt. Und hier oben ist tatsächlich jetzt auch nochmal der erste Wanderer auf den Waldweg gekommen. Ich denke, das war es aber so an Updates. Wollte ich nur mal kurz einen Zwischenstand geben. Also das Projekt lebt weiterhin und wenn ich da über lustige Sachen stolper, dann werden die auch ergänzt. Aber erstmal stellt es eigentlich ein schönes Diorama hier im Regal dar. Und ja, jeder, der es bisher gesehen hat, war auch in Live extrem begeistert davon. Und da muss man sich natürlich überlegen, ob man nicht in die Richtung, in dem Stil vielleicht noch ein bisschen mehr baut. Mal schauen. Aber erstmal bleibt es so. Und man kann sich dann dran erfreuen. Ich muss ehrlich sagen, das hat ja schon irgendwie fast so eine hypnotische Wirkung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.